Sehr gut, sehr gut. Wer ist heute alles neu da? Doch, einige, ne? Gion 15 hat das Video voran gemacht, wo wir laufen lassen haben. So, ganz gut. Leute? Mal der Ablauf für heute Abend. Also in erster Linie geht es darum, euch mal zu zeigen, wie wir Träume erfüllen. Und nachher kommt der Gregory und dann gehen wir noch eins trinken. Wer kennt mich noch nicht? So halb. Geil. Mein Name ist Ivo von Werden, bin 28 Jahre alt oder jung und bin halb Peruaner, halb Schweizer, bin in Uster aufgewachsen. Und ja, ich bin eigentlich schon immer ein bisschen der Ausbrecher gewesen, habe immer meine Träume verfolgt und dementsprechend bin ich mit 18 ins Network gekommen. 2 Jahre Network gemacht mit Versicherungen. Dort eigentlich so ein bisschen reingeschnuppert, was das bedeutet. Und seitdem habe ich das eigentlich immer verfolgt. Ich bin dann relativ viel reisen, bin immer unterwegs gewesen und mit etwa sind das jetzt 3-4 Jahre bin ich wieder ins Network reingekommen. Habe dann mit dem Ricky vor 2 Jahren ein bisschen Kryptos kennenlernen und ja, seitdem bin ich eigentlich recht unterwegs. Was wollte ich euch heute zeigen? Oder wer sagt vielleicht nochmal schnell zurück zu Liberty? Wem sagt Liberty etwas oder nicht? Was ist für dich Liberty? Community quasi. Community? Yes. Für dich? Freiheit, Leute, die zusammen an einem Strang sind in jeder Zielsuche Bereich. Liberty. Ich meine, am Ende des Tages haben wir Liberty ins Leben gerufen, weil ich finde, miteinander können wir Unglaubliches schaffen. Miteinander können wir extrem weit, wenn wir eigentlich unser Wissen, das wir haben, weitergeben. Ich meine, die einen sind stark im Dropshipping, die anderen sind stark im Online-Marketing, die anderen sind stark im Networken und. Und wenn das Wissen eigentlich von so vielen Menschen, die da rein sind, zusammenkommen, dann können wir extrem weit. Ich bin mit 18 leider nicht in ein Network gekommen, wo die Werte zählt haben wie heute Abend. Es ist eher darum gegangen, ein schönes Auto, Rolex, viel Geld ausgeben im Ausgang. Und deshalb hat man dann irgendwann das halt einfach nicht mehr das gegeben, was ich wollte. Let's go. Tu nicht mal das Volumen hoch. Und jetzt glaube ich. Geil, das ist schaffst du es? Ihr wisst, Luft, die wir einatmen, ist vergiftet, genauso wie die Lebens. Komm, ne? Jetzt. Nein. Das Internet ist nicht so schnell. Ihr wisst, Luft, die wir einatmen, Elias hat das Video gemacht und richtig nice. zu Hause im Tesla entfernen und lassen uns Ich denke, das sagt eigentlich alles über Liberty aus. Also unser Ziel sollte eigentlich sein, dass wir so viele Menschen wie möglich in den Raum bringen. Jetzt, ich sage jetzt mal aktuell den Raum.
und ja, nach einem Network betreiben, uns gegenseitig austauschen. Ich habe Kontakte, die ich in der Versicherung arbeiten, ich habe Kontakte, die ich in der von Wall Street haben. Ja, irgendwann können wir zu mir surfen, auf das kann ich aber nachher erzählen. Danke, Elias. Erfolg, Freude. Ich habe also jetzt letztes Mal haben wir nicht gemacht, letzten Freitag, aber ich freue mich jedes Mal extrem auf den Freitag. Gute Vibes, gute Energie, gute Leute, that's it. Um das geht es. Es geht um Energie, es geht um Freude, es geht um Freiheit und Loyalität. Ich arbeite nur mit den Leuten zusammen, die effektiv loyal sind, ehrlich und mit mir halt durch dick und dünn gehen. Also wenn irgendjemand an meiner Seite ist, wo ich merke, der ist nicht ganz korrekt zu mir, ich tue mich relativ schnell distanzieren. Und das ist auch so ein kleiner Tipp an euch, wo ich extrem lang gebraucht habe, um zu verstehen. Also, es ist nicht schlimm, wenn ihr jemandem Nein sagt, das ist ein Ja zu euch. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ist jetzt, glaube ich, nicht da richtig, ja? Ist der richtig? Aber auf jeden Fall, ich glaube, es gibt sehr viele da drinnen, die sich nicht wirklich kennen. Und ich wollte ein bisschen interaktiv mit ihnen einfach zuhören und aufschreiben und nachher gehen wir heim. 5 Minuten. Tönt mit jemandem schwätzen, den ihr jetzt noch nicht kennt, wo ihr immer schon das Gefühl habt, ja, das könnte ein geiler Sich sein, ein bisschen die Komfortzone auch ein bisschen verlassen. Und ja, einfach mit dem mal schnell fragen, was sind deine Ziele, was machst du überhaupt, wohin geht deine Reise, was auch immer. Frage die Person einfach mal ein bisschen aus. Nehmt schnell irgendjemanden, der gerade so ein bisschen auf eurer Seite ist oder einfach irgendjemanden, den ihr noch nicht kennt, dann noch schnell austauschen.
Wie findet ihr so Sachen? Geil. Ich glaube, das ist Teambildung. Das ist aktiv miteinander zusammenarbeiten, aktiv wachsen. Ich glaube, das eine oder die andere hat vielleicht schon mal nicht mit und sagen, ja, ich muss auch abschieben. Wer weiß. Ich mache es nur. Wie verwirkliche ich meine Träume? Extrem schwierige Frage, weil jeder gibt dir irgendwelche Tipps, jeder sagt, ja, mach es so, mach es so. Ich glaube, das Wichtigste ist da, dass du für Leute hörst, die das haben, was du willst. Also willst du ein guter Dropshipper werden, dann schau, dass du jemanden kennenlernst, der den Umsatz macht, den du willst. Willst du gut im Network werden, schau, dass du jemanden kennenlernst, der die Struktur aufbaut, die du willst. Ganz einfach. Willst du gut in Finanzen sein? Der Ricky hat es letztes Mal extrem gut gesagt, als wir mal im Kamea waren. Du musst zu den Leuten gehen, die das haben, was du willst. That's it. Du brauchst einen Grund. Du brauchst einen richtigen Grund, dass du nicht aufhörst. Ich habe zu viel investiert in Sri Lanka, dass ich einfach so aufgeben könnte. Zu viel. Wenn ihr einen Grund habt, wo ihr Berge versetzt, wenn ihr einen Grund habt, wo ihr dafür fightet, Tag und Nacht, dann werdet ihr es auch durchziehen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Findet einen Grund, findet etwas, wo ihr sagt, hey, für das fight ich Tag und Nacht und ihr werdet es durchziehen und schaffen. Schreibt euch genau auf, was ist das Ziel, wohin soll meine Reise kommen. Ich denke, da geht es mir ein bisschen darum, schreibt euch mal schnell auf, was jetzt aktuell, also das erste Wort, das in den Sinn kommt, wo uns die Persönlichkeit sagt. Irgendetwas ist das Auto, ist Anrufen, ist sonst irgendetwas. Und schreibt euch noch schnell 2, 3 Punkte auf, was könnte bis dorthin passieren. Schlaflose Nächte. Leute, die uns sagen, ja, das ist unmöglich, das schaffen wir nicht. Und. Nachher machen wir schnell für die, die wollen, machen wir eine Übung. Das habe ich von meinem Mentor gelernt. Wenn ihr etwas aufschreibt, das Ziel aufschreibt, ist es relativ einfach, sage ich jetzt mal. Ihr schreibt das Ziel auf. Ihr schreibt das Ziel auf und es ist einfach mal aufgeschrieben. Ihr schreibt das Ziel auf und ihr sagt es, ist das eine. Aber ihr schreibt das Ziel auf, ihr sagt es und ihr sagt es in so einer Menge, ist das andere. Weil ab dem Moment, wenn ihr in dieser Menge etwas sagt, jeder von uns weiss, dass du zum Beispiel vielleicht irgendeine Rolle bist. Das ist der Punkt. Ich habe damals gesagt, ich wollte in Sri Lanka etwas aufbauen. Viele haben gesagt, es ist nicht möglich. Es ist gefährlich, es kann dies und jenes passieren. Ich möchte einfach durchziehen. Einfach knallhart durchziehen. Wer will schnell so sein Ziel und die schnell die paar Punkte, die dazwischen passieren können, schnell einfach aussagen? Ja. Ich will Ende Jahr meine Zeit können frei einteilen. Und bis dann gibt es ganz viel Arbeit, viel Stress und wenig Schlaf. Und was willst du machen? Oder was sind deine Tools? Also Dropshipper als Beispiel. Oder?
bin gerade an einem neuen Projekt dran. Ja. Ich kann noch nichts erzählen. Shirts machst du auch, gell? Genau, das ist mehr das Hobby, nicht der Plan. Okay. Gell? Ja, voll. Aber das heisst eigentlich wirklich das können machen, was du willst, jederzeit. Genau. Alright. Und was passiert bis dorthin? Ja, eben ganz viel schlaflose Nächte. Aha. Das vor 12 Uhr geschlafen. Ja, voll, durchziehen, einfach durchziehen. Was ist dein Ziel? Ich weiss den Namen nicht. Ami? Nein, nein. Dein Ziel? Unabhängigkeit. Ja. Ja. Was bist du dran? Also, was bist du jetzt am machen? Was du tust? Momentan durch die Anlaufstelle, Ja. Ja. Ja, das ist nicht gemacht. Ist gut. Mach die andere und nachher noch weiter. Nachher sind, ja, nachher geht, ich sage jetzt mal, der Weg weiter, oder? Wozu noch jemand? Katharina? Ja, sicher. Ich habe so mit den Zahlen mal aufgeschrieben, was ich Millionen machen. Ja. Und ich wollte in einem Jahr meinen Vater in Pension schicken. Ja. Also weiter mit zusammen. Kann man zusammen gehen. Und das schafft man nur, wenn man wirklich auch Leute bringt. Neue Leute bringen, die man aufbauen können, miteinander wachsen und. Ich glaube, irgendwann ist der Raum so voll, dass wir vielleicht einen anderen brauchen. Aber lieber stehen die Leute und wir haben eine richtig geile Energie. Für mich mein persönliches Ziel. Ricky, was bedeutet für dich Flow-Zustand? Einfach alles läuft, wenn alles, was im ersten Blick als Problem aussieht, einfach kein Problem mehr ist und einfach fließt. Sachen, die im Leben passieren und die ganz bestimmte Leute, die ins Leben kommen, Leute, die ins Leben kommen und die Energie, die du jetzt spürst. Yes. Bist du auf dem Weg, oder? Reden noch mal. Also. Wer ist schon im Flow-Zustand gewesen? Was bedeutet das für dich? Flow-Zustand ist, du kennst keine Zeit, weil dein Tag hat nicht 24 Stunden, sondern unbegrenzt. Du bist für deine Ziele am Arbeiten und dann gibt es für mich kein Zeitlimit, sondern du schaffst ja für dich, also schaff mehr. Yes. Und ja, Flow. Es läuft. Magie. Ich sage dann Magie. Es passieren Sachen. Ich bin an der Kasse, sie schenkt es mir. Ich denke mir, hä? Ich rufe einen Kollegen an, er ruft gleichzeitig an. Alles so Sachen. Einfach crazy. Kann ich mehr schlafen? Das ist ein weniger geil im Flow-Zustand. Glücklich sein. Für mich ist eigentlich so ein bisschen mein Hauptziel, ist glücklich zu sein in jedem Moment, den ich kann in meinem Leben. Früher habe ich angestrebt, ich wollte Rolex, ich wollte mein Traum, ich wollte dies und jenes. Das habe ich erreicht. Ich habe gemerkt, das macht mich eigentlich nicht so glücklich, wie einfach jeden Moment zu genießen. In die Natur gehen, laufen, Sport machen, Spass haben mit Leuten, einen Abend haben wie jetzt heute Abend. Das sind Sachen, die einen glücklich machen. Bist du bereit, für Preis zu zahlen? Ich hätte sicher im letzten Jahr 4, 5, 6 Mal können. Ich habe meinem Schatz gesagt, ich so, shit, wie können wir weiter? Was machen wir? Ja. Ich habe damals, ich komme noch auf die Story, ich weiss nicht, wer die Story kennt bezüglich Sri Lanka, wer nicht. Erzähl nachher schnell die etwas. Wir haben mit 5000 Stutz ab. That's it, ich habe nicht mehr auf dem Konto. Ich habe nicht einen Plan gemacht und gesagt, hey, wir raisen jetzt 200'000, haben einen schönen Business Case und geben da 5'000 abgeschickt und losgegangen. Mit diesen 5'000 Franken hat 6 Säulen Ich bin runter, also vielleicht die Story, also ich bin auf Sri Lanka, bin sehr viel am Reisen. Habe immer schon den Drang gehabt, um etwas zu machen, wo
was mich wirklich, wirklich glücklich macht. Was macht mich wirklich glücklich? Surfen. Was macht mich wirklich glücklich? In der Natur zu sein. Was macht mich wirklich glücklich? Wenn Leute kommen und Freude haben, wenn der Service gut ist. Wer war schon mal in einem Hotel, wo der Service katastrophal ist? Praktisch jeder. Und ich meine, genau um das geht es. Ich wollte eigentlich diese Fälle ausmerzen im Sinne von, ich wollte diesen Service den Leuten geben, wenn sie auf Secret Paradise kommen. Das Geile war eigentlich, also wir haben die Reise angetreten aus Sri Lanka, sind runtergeflogen und wir haben den Nadish kennengelernt, das ist da links. Und das ist richtig, richtig geil, weil ich frage ihn so, wir sind im Auto gefahren, ich frage ihn so, hey Nadish, was ist dein Traum? Er so, ja, ich will was tun. Ich so, right. Ich habe mit 18 mal einen Traum verschrieben, wo wir am Reisen waren, ich wollte ein Hostel machen oder ein Hotel oder was auch immer, aber ich habe nicht gedacht, dass der Traum wieder zurückkommt. Und wir sind dann im Norden und irgendeinen Drang hatte ich gehabt und habe meinem Schatz gesagt, hey Schatz, wir müssen wieder zurück zu dem Ort, das waren etwa 10 Stunden Reise, um auf das Land zu gehen. Als wir dort reingefahren sind, habe ich gemerkt, that's the place to be, das ist mein zweites Zuhause. Was steht jetzt in diesen Säulen? Ich zeige dir nachher das richtige Bild. Also da werden wir einen Boden machen, da eine rechts gibt es noch das Restaurant und das Ziel ist eigentlich 4 Bungalows nachzubauen. Jetzt sind wir am zweiten Grad Doppelstöcken und kann anfangen mit 5000 Stutz. So sieht es jetzt aus. Wow. Yes, und das ist richtig, richtig geil. Das Gefühl, dort aufzustehen, jetzt haben wir, seit diesem Monat haben wir Bookings. Das ist so, das könnte wie ein Dropshipper, wenn der erste Vertrag oder das, wie ist bei euch, es kommt das Symbol und das heisst verkauft, oder? Etwas das gleiche Gefühl, oder? Ich stehe auf und wisst ihr, wie ich aufstehe? So. Mit nochmal 5000 Stutz und es soll mir keiner sagen, es ist alles möglich da. Man muss das Mindset dazu haben und den Mut durchzuziehen. Und ich denke, es auch wichtig ist, das richtige Team um euch herum. Leute, die euch unterstützen, Leute, die sagen, hey, go for it, geben wir Gas. Basics. So wichtig. Alle wollen Millionäre werden, wollen extreme Erfolg feiern und, aber können die Basics nicht. Auf wen hörst du? Wer hat alles einen Mentor? Der Rest machen wir auf die Suche. Und auf die Suche, die Suche fängt oben an. Ich will einen Mentor, was will ich für einen Mentor? Jemand, der das hat, was ich will. Der diese Skills mir beibringen kann, die mich weiterbringen. Und wenn wir ready sind, passiert das. Wer kann mir schon den Satz erklären? Studentenrat ist und der Lehrer schon. Wenn der Lehrling parat ist,
erscheint der Lehrer. Und ihr merkt es, wenn es kommt. Oder ihr spürt den Moment. Es wird mega spannend und es wird so richtig, richtig crazy. Weil es gibt Leute, die entfachen in euch rein etwas, wo ihr nachher sagt, oh, das ist shit. Stunden gehen so vorbei, ihr lernt so viel. Und genau das ist für mich eigentlich der Key gewesen, so, als ich auf die Suche gegangen bin. Also ich sage jetzt mal zu den Leuten, wo ich so in dem Moment auch aufgeschaut habe und die gefunden habe, dann ist es richtig losgegangen. So wichtig. Sucht euch genau die Leute aus, die euch auch unterstützen, die nicht nur da sind, wenn ihr fasten wollt, die nicht nur da sind, wenn ihr mal gut drauf seid, sondern die mit euch fighten, wenn es mal scheiße läuft. Das ist aus einem Buch. Ich kann vielleicht nachher auch noch 1, 2 Sachen in die Gruppe posten, für die wollen. Lernfähigkeitsindex. Ihr werdet eigentlich immer wieder gemessen an eurem Ergebnis vom Lernen. Heute sind wir da. Yes, wir sind auf einem 10, was Lernen anbelangt. Aber Lernen muss man immer und 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 immer wieder. Weil wenn ihr aufhört zu lernen, dann geht euer Energiepegel automatisch ab. Dankbarkeit. Wer lebt Dankbarkeit aus? So viele können. Sind dankbar für alles, sind dankbar fürs Leben, sind dankbar, dass wir heute da sind. Wer sagt euch, dass ihr morgen wieder aufsteht? Von wo wisst ihr das? Weißt du, ich meine, ich habe dazu mit der Sicherheit, dass ihr morgen wieder aufsteht. Aber keiner von uns weiß wirklich, ob wir morgen wieder aufstehen. Und genau so müssen wir auch leben. Voll auf einer richtig geilen Welle. Good Vibes. Vision Board. Wer von euch hat das Vision Board? Katharina, dein Teil ist da. Mein Vision Board habe ich eigentlich immer auf dem Handy. Verschiedene Bilder, die ich auf ein Blatt draufkleben, abfüttern. Und ja, da habe ich es eigentlich immer wieder bewusst, das immer wieder vor mir. Euer Unterbewusstsein, ich weiss nicht, was echt und was nicht echt ist. Ich meine, so viele Sachen eigentlich eurem Unterbewusstsein reingeben, dass ihr auf einmal anfängt zu glauben, das ist echt. Wenn ein Bär einen M4 fahren als Beispiel, dann müsst ihr euch fühlen, als würdet ihr schon einen M4 fahren. Und das ist extrem schwierig, das braucht extrem auch Key-Momente im Sinne von, du musst es wirklich visualisieren und immer wieder in dir hinein sagen, ich kann irgendwann den M4. Früher habe ich immer ein bisschen gelacht, wenn es um das Thema Liebe geht. Liebe, das ist lustig. Wenn es nicht mit Liebe macht, funktioniert es nicht. Funktioniert nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer Beziehung und ein bisschen, ich schaue mal ein bisschen, es funktioniert nicht. Auch da sucht euch Leute, die das haben, was ihr wollt. Wenn ihr eine gesunde Beziehung habt. Das ist eine Affirmation. Können wir gerade nachher darauf zurück oder darauf zu. Also, vielleicht, ich habe die einfach so ein bisschen intuitiv schnell aufgeschrieben, die paar Punkte. Also Geduld. Wer von euch ist geduldig? Ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten, was man lernen muss. Und ich glaube, das ist auch, wenn man 50, 60, 70 ist, wird das immer noch ein Prozess. Geduldig sein, einfach. Ich sage dem auch, ich meine, wer ist schon mal surfen? Okay. Wer ist schon mal so richtig in eine Welle hineingekommen? Okay. Wie ist das Gefühl? Also, wenn sie überschlagen, wenn sie. Nein, wenn es sich so richtig unten reinzieht. Hast du das mal erlebt? Richtig komisch, oder? Du musst vertrauen, darfst nicht paddeln, sonst gehst du schon tiefer runter und musst einfach wirklich
genau so ist auch mein Leben. Du musst einfach in der Welle mitdenken. Und das ist mega crazy, aber manchmal musst du einfach ruhig sein, das Leben an dir vorbeiziehen lassen, dein Zeug machen, was dich glücklich macht. Und dann kommt alles im richtigen Moment. Ernährung, Ricky und Co. Ich glaube, es sind genug Leute, die sich mit Ernährung sehr, sehr gut auskennen und auch, ich sage jetzt mal, auseinandersetzen. Für mich eigentlich wichtig ist, viel Wasser trinken. Früchte essen, Gemüse und ich halt einfach so ernähren. Ich meine, wir sind alle, sind glaube ich alle 4, oder? Mann. Du auch? Du nicht? Das Team oben raus. Ganz genau. Ich meine, ihr wisst es, also ich meine, wenn du trainierst und machst und tust, ich meine, du musst dich gut ernähren, du musst ins Fitness gehen, du musst Gas geben. Ich meine, du weißt, du hast schon mal eine Verletzung noch gehabt, oder? Oder nicht? Schon. Genau. Und ich meine das... Ja. Gute Kombination aus allem. Ja. Yes. Meditation, wer meditiert? Haben wir mal Bock, so eine Stunde wirklich ins Detail Meditation machen? Yes. Alright. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich sage dann, meine Spezialität. Extrem schwierig zum Lernen, weißt du, weil niemand bringt dir das wirklich bei. Klar, du gehst auf YouTube, du bist meditieren und so, hat so geführte Meditationen. Ich bin seit gut 10 Jahren gehe ich zu einem Mentaltrainer und der hat mir eigentlich die Skills beigebracht, die wirklich funktionieren. Und wenn ihr das nachher beherrscht, wenn ihr einen Raum habt, wo ihr neue Übungen macht, wo ihr anfangt Sachen zu kreieren, dann wird es richtig nice. Affirmation. Wer weiß, was eine Affirmation ist? Zeile? Ja, das Beste ist Aber was ist es? das Unterbewusstsein programmieren. Und wie? Wie? Ja? Am besten wie? Vorbereitet. Genau. Sag mal ein paar Affirmationen. Wer kann das? Katharina, kannst du Affirmationen? Ich bin erfolgreich, ich bin diszipliniert, das Ja. Wer nutzt die aktiv? Alright, das ist so wichtig. Simon, du hast irgendetwas, was du damit sagst. Ich bin stark, ich bin gesund, ich bin voller Energie. That's it. Was glaubt euch das Unterbewusstsein? Ich bin stark, ich bin gesund, ich bin voller Energie. That's it. Bezüglich Affirmationen, schreibt euch noch 2, 3 noch auf. Wir machen nachher eine kleine oder eine leichte Meditation noch. Also das heisst einfach, ich tue schnell noch die Musik laufen lassen und eine Taufe dazu machen. Und dann machen wir eine geile Affirmation. Ja, das ist ja geil. Bei Musik machen wir nachher, ich wollte euch innerhalb von einer kurzen Zeit eigentlich zeigen, wie schnell, ich meine, das wissen wir alle, aber doch, wie schnell das eigentlich unser Gemüt, unsere Energie positiv ist oder auf einmal nachdenken. Lesen, wer liest da rein? So wichtig. Hörbücher, so einfach. Audible, rein tun, können am Strand sein, können im Zug sein, können am Auto fahren, egal was ihr machen seid, könnt ihr ein Hörbuch reinziehen, wo ein Mensch 60 Jahre vielleicht haben müssen leben, um auf diesen Schlüsselmoment zu kommen und das in ein Buch verpacken und ihr könnt das innerhalb von 2, 3, 4 Stunden reinziehen. Ich finde das so geil. Für mich ist das Magic. Musik. Dann wir was passiert? Happy. Marihuana, Kokain. Automatisch, du kannst machen, was du willst. Du bist am Smilen, denkst an Bobby, es geht dir gut. Oder? Ebenfalls. Good vibes. Das geht, ich habe
Kann er so, habt ihr auch so Lieder, die ihr mit Leuten hört, wo ihr einfach das connectet? Ihr sicher, oder im Auto. Habt sicher Lieder, wo ihr sagt, das ist ganz viel. Das ist so geil. Zum Beispiel mit dem Dominik, als ich das Lied und wir fahren auf der Autobahn, wir drehen durch, unsere Energie ist ein Peak. Und that's life. Für mich, das ist Leben. Also Affirmation. Machen wir mal die Affirmation vor. Ja? Wir machen das zusammen. Ich habe gerade vor 2-3 Tagen jemanden getroffen und er sagt mir, hey Ivo, ich werde vom Glück verfolgt. Was denkt ihr, was bei dieser Person passiert? Er wird vom Glück verfolgt. That's it. Das Unterbewusstsein sagt, du hast immer Glück, 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 Glück. Und er sagt es ja noch, also er sagt es mir, und ich kann ihn nicht. Also, machen wir alle die Augen zu. Muhammad Ali, I'm the greatest. Bevor er in den Ring gegangen ist, hat er jedes Mal gesagt, I'm the greatest. Für mich eine riesige Persönlichkeit. Und ich glaube nochmal, wir vom Glück verfolgen. Sagt das innerlich oder laut? Ihr könnt das sagen, wie ihr wollt. Ich bin dankbar fürs Leben, ich bin dankbar, dass ich da bin, ich bin dankbar für alles, was ich habe. Weil alles, was ihr heute habt, das ist gut, so wie es ist, that's it. Man will immer mehr, aber man muss dankbar sein für das, was man hat, that's it. Und dann kommt das mit, automatisch. Ich bin gesund, ich bin stark, Geld verdienen ist einfach. Geld verdienen ist einfach. Wenn ihr euch das immer wieder sagt, ist Geld verdienen einfach. Sagt für euch noch ein paar Sachen auf, die für euch zählen, für euch wichtig ist. Sind dankbar für eure Familie, sind dankbar für dürfen wir in der Schweiz leben. Es gibt Leute, die haben kein Wasser, kein Essen, kein Dach über dem Kopf. Ich darf in Sri Lanka bauen, wie crazy ist das? Wir dürfen an einem Freitagabend da sein und haben eine richtig geile Energie. In dem Modus, wo ihr jetzt gerade singt, könnt ihr theoretisch mit dieser Energie, mit dieser Liebe, die ihr in euch spürt, komplett die ganze Welt anschauen und die Liebe versprühen. Glaubt mir, es passieren euch gute Sachen in den nächsten Tagen. Weil was ihr gebt, kommt zurück. That's it. Ich bin so dankbar fürs Team, für MCB, für Barcelona, für all die guten Momente, die wir bis jetzt haben. Und es wird noch richtig geil, weil jetzt sind wir erst das Team angebildet. Wir sind jetzt zusammengekommen.
Musik, so wichtig. Wenn ich an mich schlecht drauf bin, ich weiss genau, welche Musik das ich muss laufen lassen, dass es mir wieder gut passt. Das Team von Menschen, die gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen, kann die Welt verändern. In diesem Sinne, Dankeschön. Wer kennt den Gregory? Für mich eine riesige Persönlichkeit. Wir haben uns kennengelernt vor circa nicht ganz einem Jahr. Ich muss euch vorstellen, als ich mit ihm vor ein paar Monaten noch Zoom hatte, oder Skype oder FaceTime, was auch immer, war er noch irgendwo in Deutschland oben. Er hat nichts gehabt, Jungs. Nichts umher. Und heute steht er da, hat eine mega schöne Wohnung im Gladpark und gibt einfach mal sein Bestes von 0 auf 100 Vollgas. Und genau so Persönlichkeiten, das bewundere ich. Nicht irgendjemand, der hier in der Schweiz auf die Welt gekommen ist und einfach Gas gibt. Deshalb einen riesen Applaus für einen sehr guten Freund, einen Bruder, Gregor.